Inmitten der weiten Graslandschaften des Uel Pieta Conservancy stolziert ein majestätischer männlicher Löwe durch das helle Sonnenlicht. Seine Mähne glänzte golden wie eine Krone, jeder Schritt war von Autorität und Kraft geprägt. Es führt das Rudel auf der Jagd an und verteidigt sein Territorium, das sich über die Akazienwälder erstreckt, die während der harten Trockenzeit verdorren. Sein lautes Brüllen erschreckte die Antilopenherde, während die Löwinnen sich um ihn versammelten und ehrfürchtig zusahen. An diesem Nachmittag entdeckte die Herde den Körper einer Antilope in der Nähe des Sumpfes, der Geruch von Blut lag in der Luft. Als sie näher kamen, ertönte aus der Ferne ein furchterregendes Lachen, die Hyänen stürmten los, um das Fleisch zu kämpfen. Ein Handgemenge brach aus, Staub wirbelte auf, Brüllen und Kreischen hallten heftig über das Grasland. Der männliche Löwe griff an und schlug mit einem kräftigen Hieb 2 Hyänen nieder, doch eine andere schaffte es, tief in sein Vorderbein zu beißen. Die Wunde an seinem Fuß war schwer, aber es brüllte trotzdem laut und trieb das Hyänenrudel in Angst und Schrecken zurück. Als die Dämmerung hereinbrach, lag es da und leckte seine Wunden, ohne zu wissen, dass die Gefahr still und leise begonnen hatte. 3 Tage später war sein Vorderbein geschwollen und rot, wie ein riesiger Tumor, der unter seiner straffen Haut jeden Moment platzen würde. Das Fieber ließ seinen massigen Körper zittern, seine Atmung beschleunigte sich, seine feuchten gelben Augen blitzten vor Erschöpfung. Aus den Stichen begann gelber Eiter zu sickern, der Fliegen und Ameisen anzog, und ein starker Gestank breitete sich auf dem Rasen aus. Die besorgten Löwinnen lagen herum, leckten sanft seine Mähne und versuchten, ihre erschöpfte Anführerin zu beruhigen. Es versuchte aufzustehen, aber seine Beine zitterten und es hatte keine Kraft mehr, dann brach es mit einem Keuchen zu Boden. Auf der ganzen Wiese herrschte Stille, bis auf das Zirpen der Grillen und den langsamen Herzschlag des riesigen Tieres. Am 4. Tag war sein Körper heiß wie Kohlen, seine Haut war trocken und sein Fell war mit Schweiß und Staub bedeckt. Bei jedem Windstoß breitete sich der Schmerz in seinem Bein durch seinen ganzen Körper aus und ließ es leise und verzweifelt knurren. Es leckte die Wunde, der fischige Geschmack erfüllte seinen Mund, aber der Schmerz ließ überhaupt nicht nach. Die Löwen lagen ruhig nebeneinander, der Sonnenuntergang färbte den ganzen Raum rot, als würde er etwas Schlimmes vorhersagen. Die Nacht brach herein, der männliche Löwe lag regungslos da und seine Atmung wurde in einem langen Koma allmählich schwächer. Inmitten der Dunkelheit schien die Seele des Königs in der Leere des zerbrechlichen Schicksals verloren. Am nächsten Morgen schien das Sonnenlicht durch die Baumkronen, ein kleiner Vogel landete auf dem Ast darüber. Das schrille Zwitschern schreckte einige Löwinnen auf, sodass sie die Augen öffneten und wieder einschliefen. Der Vogel neigte neugierig den Kopf, als er die rote Beule am Bein des riesigen männlichen Löwen sah. Da es dachte, es sei eine reife Frucht, stürzte es sich herab und pickte leicht auf den gelben Fleck in der Mitte der Schwellung. Der Löwe erschrak und brüllte wild, sodass der Boden bebte und die Vögel erschrocken davon flogen. Doch der Kuss riss die straffe Haut auf, und dicker gelber Eiter floss heraus und lief auf den Zehennagel und den Rasen. Der Gestank breitete sich aus, aber der Löwe fühlte sich erleichtert, denn nach vielen Tagen voller Schmerzen wurde seine Atmung allmählich ruhiger. Die Löwen schauten nur auf und legten sich hin, während der Eiter weiter tropfte und den Druck im Inneren abließ. In dieser Nacht lag der männliche Löwe still da, sein Körper war erschöpft, aber sein Geist kehrte allmählich in die Realität zurück. Am Morgen kämpfte es darum, aufzustehen und ging schwerfällig auf die flache Pfütze in der Nähe zu. Im Wasser spiegelten sich müde Augen, eine wirre Mähne und ein schlaffer Körper. Es senkte den Kopf, nahm ein paar Schlucke und kehrte dann an seinen ursprünglichen Platz zurück, aber seine Herde war verschwunden. Kein Brüllen mehr, keine Wärme mehr von Mitmenschen, nur das Geräusch des trockenen Windes und der Geruch von brennendem Gras. Vielleicht war das Rudel losgezogen, um neue Beute zu finden und zu überleben, und hatte den alten Anführer in grausamer Einsamkeit zurückgelassen. Die Wunde schwoll erneut an, wölbte sich und im hellen Sonnenlicht sickerte eine gelbe Flüssigkeit heraus. Es versuchte zu brüllen, aber es kam nur ein schwacher Atemzug heraus, vermischt mit dem Wind. Der riesige Körper brach gegen den Baum zusammen, die Augen geschlossen in der Resignation eines besiegten Kriegers.
Fliegen und Ameisen kamen, aber im letzten Atemzug des Nachmittags kämpfte es immer noch ums Überleben. An diesem Nachmittag fuhren zwei Ranger David Okoro und Samuel Ndlovu mit einer Jeep-Patrouille durch die südlichen Graslandschaften. Im Schatten eines Baumes in der Ferne sah David eine große goldene Gestalt, die regungslos in der sengenden Sonne lag. Er hob sein Fernglas, sah genau hin und sagte leise: „Es ist ein männlicher Löwe. Er scheint schwer verletzt zu sein." Samuel rückte seine Brille zurecht und seine Augen verengten sich plötzlich, als er die rote, grapefruitgroße Schwellung am Bein des Tieres sah. „Es stirbt", sagte er, „wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist." Sie bereiteten die Narkosespritze und den Erste-Hilfe-Kasten vor und näherten sich dann schweigend. Die Betäubungskugel traf leicht die Schulter des Löwen, worauf dieser erschrak, brüllte und dann regungslos zu Boden fiel. Die beiden Männer näherten sich, der Geruch von Eiter und Blut war so stark, dass sie sich die Nase zuhalten mussten. Samuel ließ seine Temperatur überprüfen, er hatte hohes Fieber und einen schwachen Herzschlag. „Wir müssen es jetzt zurückholen", sagte David mit eindringlicher Stimme. Gemeinsam hoben sie den mehrere hundert Kilogramm schweren Körper hoch und zogen ihn in präziser Koordination auf die Ladefläche des Jeeps. Als das Auto anfuhr, warf die rote Abendsonne einen langen Schatten des Löwen auf den gelben, staubigen Boden. Der Weg zurück zur Station war lang und steinig, aber die Herzen der beiden Ranger waren von einer schwachen Hoffnung erfüllt. Als der Jeep anhielt, standen in der Rettungsstation OL Pieta bereits Tierärzte bereit. Der Löwe wurde in den Operationssaal gebracht. Sein Körper war schweißgebadet, er atmete schwer und sein Herz schlug unregelmäßig. Sie rasierten die Haare um die Wunde herum und machten dann einen kleinen Einschnitt, um den dicken, gelben Eiter abzulassen. Der Fischgeruch war stark, aber niemand hörte auf, jeder verstand, dass dieses Leben sehr zerbrechlich war. Starke Antibiotika werden zusammen mit fiebersenkenden Mitteln und energiespendenden Flüssigkeiten direkt in die Vene gespritzt. Nach einer fast zweistündigen Operation war der Abszess vollständig entfernt und hinterließ eine tiefe, blutgetränkte Höhle. Der Arzt atmete erleichtert auf, er wird überleben, wenn er die Nacht übersteht. Der Löwe wurde in einen Wiederbelebungskäfig gelegt und sein schwacher Körper wurde an eine Infusion angeschlossen. In dieser Nacht öffnete es im trüben gelben Licht seine Augen, um sich umzusehen, schloss dann seine Augenlider und fiel in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen versuchte es, den weißen Verband um sein Bein zu lecken und trank dann Wasser aus der Metallschüssel. Die beiden Ranger standen vor der Käfigtür, sahen sich an und lächelten schwach und hoffnungsvoll. „Er hat lange genug gekämpft", sagte Samuel und David nickte nur, seine Augen leuchteten vor Respekt. Eine Woche später war die Wunde getrocknet und das Fell um die Wunde herum begann nachzuwachsen. Der Löwe wurde in ein halbwildes Gehege gebracht, um das Laufen zu lernen und wieder zu Kräften zu kommen. Es ging langsam, sein Körper war noch schwer, aber seine Augen brannten bereits mit seiner alten Vitalität. Als der Nachmittag hereinbrach, stand es da und blickte über den Zaun auf die endlosen Graslandschaften. Die Tierärzte entschieden, dass es Zeit war, es wieder in die Wildnis zu entlassen. Der Jeep rollte durch den goldenen Sonnenschein und trug den König, der gefallen war und nun wieder auferstehen sollte. Die Käfigtür öffnete sich, der männliche Löwe kam langsam heraus, sein Atem war so kräftig, als wäre er nie schwach gewesen. Es hielt einen Moment inne, hob den Kopf, um in den blauen Himmel zu blicken, und brüllte dann laut, das Brüllen hallte über das weite Grasland. Zwei Ranger standen auf dem Auto und beobachteten, wie die goldene Gestalt langsam hinter dem grünen Gras verschwand. Am Himmel ziehen Vogelschwärme vorbei und die Nachmittagssonne scheint hell, als würde sie die Rückkehr einer Legende miterleben.